Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Im heutigen Video geht es um das Thema Fugen und um das Thema Silikon. Los geht's. Und zwar will ich hier jetzt mal verfugen, nachdem ich jetzt hier neulich alles so richtig krank geputzt habe. Also ich meine, ihr könnt es wahrscheinlich sehen, hier sind immer noch Flecken auf dem Boden. Ich habe wirklich 2,5 Stunden den Boden geschrubbt und es ist halt immer noch nicht weg. Aber es ist egal, es muss weitergehen. Es ist nämlich alles immer so eine Abhängigkeit. Also ich muss den Boden verfugen, damit ich die Wände verfugen kann. Wenn ich die Wände verfugt habe, kann ich die Decke, also kann ich alles abkleben. Dann kann ich die Decke noch einmal spachteln und abschleifen, dann ist das auch fertig. Wenn das gemacht ist, kann ich die Stuckleisten da oben hinkleben. Warum Stuckleisten, erfahrt ihr später nochmal. Aber jetzt zum Verfugen brauchen wir erstmal halt unsere Fugenmasse hier. Dann braucht ihr so ein Fugengummi, dieses Ding. Es gibt aber auch nochmal hier quasi sowas mit so einem Gummi hier dran. Danach braucht ihr eben diesen Schwamm, um das nochmal alles einzuschwemmen. So gleichmäßig, so wie beim Verputzen, wenn man danach nochmal drüber geht. Zum Umrühren, also da gibt es auch unterschiedliche Schwämme, ne? Also nicht hier den nehmen vom Putz. Das ist ein viel gröber als der hier für die Fugen gedacht ist. Kostet irgendwie 10 Euro so ein Ding. Das Ding kostet irgendwie 8 Euro oder so, Fugengummi. Ich habe hier auch noch so einen alten Fugengummi, aber der ist super hart. Also der ist wahrscheinlich einfach, hat seine Zeit hinter sich. Naja, wie auch immer. Ich habe mir jetzt hier, damit ich jetzt nicht den ganzen Eimer anrühren muss, hier wieder einen kleinen Eimer besorgt. Habe mir hier mein Akkuschrauber-Rührwerk mitgebracht und werde mir da jetzt erstmal eine Menge X anrühren. Die Fugenmasse an sich ist hier so ein Staub. Also schon ganz cooles Zeug so. Das werde ich jetzt mal vorsichtig hier reinmischen. Also man soll irgendwie 1,7 Liter auf diesen 5 Kilo Eimer machen. Ich brauche ja wirklich nicht viel hier erstmal. Deswegen werde ich jetzt erstmal in diesem Eimer hier mir ein bisschen was anmischen. Habe ich noch nie gemacht, verfugt, weil ich habe ja auch noch nicht verfließt. Aber erstmal gucken, wie sich das jetzt hier verhält. Fugenmasse braucht ihr ja relativ dick. Das soll ja nicht da reinfließen, sondern ihr wollt es ja da reinspachteln. Das heißt, diese Konsistenz, die ihr wollt, ist schon eher was Dickflüssiges. Das ist schon eher so das, was ich will. Es könnte wahrscheinlich noch dickflüssiger sein. Aber ich brauche auf jeden Fall sowieso mehr, deswegen mache ich mir da noch mehr hier rein und mache mir dann noch mehr Wasser drauf. So, jetzt hole ich mir noch einen Spachtel, damit ich es mir auf den Fugengummi aufziehen kann, und dann geht's los. Ich habe euch ja jetzt schon erzählt, dass ich den Boden hier extrem geputzt habe. Und ihr solltet den Boden auch extrem putzen, dass ihr eben keine Verunreinigungen damit reinholt. Ich habe jetzt hier inzwischen schon wieder ein bisschen Dreck reingebracht, aber das ist halb so tragisch, solange jetzt hier an den Fugen jetzt nicht tonnenweise Dreck liegt. Ich nehme jetzt davon einfach... Oh, okay. Ich nehme davon jetzt einfach ein bisschen was, hier so. Und ich habe gehört, das zieht man jetzt einfach so hier, immer so leicht schräg in die Fuge rein. Ich würde fast sagen, dass vielleicht der harte Fugengummi doch besser ist. Aber vielleicht täusche ich mich da auch. Diagonal reinziehen ist halt wichtig, weil ihr, wenn ihr diagonal reinzieht, natürlich das wirklich in die Fuge reinzieht. Wenn ihr wirklich jetzt mit der Fuge zieht, kann es passieren, dass es auch wieder rauszieht. Lieber diagonal ziehen, dann geht ihr auf Nummer sicher. Also ich würde jetzt tendenziell von dieser ersten Erfahrung, von diesen ersten 40 Sekunden jetzt sagen, dass ihr das vielleicht doch lieber flüssiger anrührt als fest. Aber die Farbe gefällt mir schon ganz gut. Also es wird natürlich noch ein Stückchen heller, ne, wenn es jetzt trocknet. Aber die Farbe gefällt mir eigentlich ganz gut. Hier sieht man jetzt auch richtig, ob man gut gearbeitet hat oder nicht. Ich mache mir jetzt hier doch nochmal ein bisschen Wasser rein, glaube ich. Hier vorne, seht ihr das jetzt? Seht ihr gerade? Ja, ne? Das hier, das soll ja eine Dehnungsfuge werden. Das heißt, hier kommt keine Fugenmasse rein, sondern Silikon. Das heißt auch, ihr wollt da jetzt keine Fugenmasse drin haben. Das heißt, ich gehe jetzt wirklich bis hier hin und nicht weiter. Also ich stopfe mir das jetzt an der Stelle schon noch da rein, aber das war es dann auch. So sieht das Ganze jetzt aus. Ihr seht, überall wo Fugen sind, ist es jetzt relativ dunkel, außer hier vorne, wo ich angefangen habe, da wird es schon außen so hell. Und ich warte jetzt einfach, bis es überall so hell ist, und dann können wir mit dem nächsten Schritt fortfahren. Wir haben jetzt hier dieses Gerät, was ich euch vorhin gezeigt habe, und ihr seht, es ist jetzt auch alles angetrocknet. Ich habe jetzt in der Zeit einfach so lange ein paar Fliesen zugeschnitten, habe die Zeit genutzt. Und jetzt werde ich hier mit diesem Schwamm einfach, ich werde den nass machen. Der wird gar nicht nass, der nimmt gar keine Feuchtigkeit auf, doch jetzt langsam. Also man muss den gut nass machen. So, und jetzt fangen wir an, wieder mit so streichenden Bewegungen das hier alles sauber zu machen. Und das sieht richtig gut aus, finde ich. Ich bin jetzt gerade sehr baff. Ich bin auch ein bisschen baff. Die Farbe sieht ja richtig gut aus, oder? Ja. Okay, also ich glaube, Key ist wirklich viel Wasser zu nehmen. Mann, sieht das gut aus. Warum hast du nicht hinten angefangen? Weil die Kamera hier steht. Okay. Wow. Wahnsinn. Jetzt habe ich gerade, glaube ich, schon den ersten Fehler gemacht. Habe hier einmal längs lang gezogen. Das sollte ich auf gar keinen Fall machen, glaube ich. So, und jetzt ist das Wasser schon braun. Ich denke, ich wische jetzt noch einmal hier auf. Und dann wechsle ich das Wasser schon. Und Wasser wechseln. Ich gebe es aus dem Fenster. Okay.
Vorgarten sagt Danke. Falls jemand fragt, hier ist natürlich ein Ablauf. Also, dass es so gut wird, damit habe ich ganz klar nicht gerechnet, wie ihr gerade an meiner Reaktion gemerkt habt. Aber das freut mich natürlich. Plötzlich sieht es voll gut aus, ne? Mhm. Wirklich plötzlich. Plötzlich nicht mehr Baustelle. Hat Spaß gemacht? Was? Verfugen. Das war eigentlich okay von der Arbeit her. Das ist im Vergleich zum Verlegen natürlich eine sehr entspannte Arbeit, ne? Es gibt diesen Eimer hier mit so einer Rolle hier, dann kannst du das ausbringen, da habe ich gelesen. Hol ihn dir. Also so sieht es jetzt aus. Es ist jetzt gerade 2 Stunden später ungefähr. Ich war jetzt gerade noch mal eine Runde Gassi und dann dachte ich gehe noch mal schnell gucken. Und ich muss sagen, es sieht wirklich gut aus. Wesentlich besser als erwartet wieder. Und ich zeige euch noch mal ein Update morgen früh. So, einen wunderschönen guten Morgen. Wieder ein neuer Tag für mich. Ich habe jetzt hier gerade noch mal alles gesaugt. Die Fugen sehen ziemlich gut aus. Manche Stellen sind noch dunkel, weil es halt noch nicht trocken ist, aber ist halt so. Ich möchte ja jetzt aber die letzten Fliesen hier in die Wand kleben. Das sind ja nur noch so ein paar kleine Ecken. Und damit ich jetzt nicht wieder hier Fliesenkleber auf den Boden mache und auch damit ich später hier beim Spachteln nicht wieder Dreck auf den Boden mache, werde ich jetzt erstmal hier diese Folie auf den Boden kleben. Die ist eigentlich für Teppichboden gedacht. Und deswegen ist es auch teilweise schwierig, die hier auf die Fliesen zu kleben, weil die einfach nicht so gut haften. Aber ich mache es natürlich aber trotzdem, auch wenn es ein bisschen ein Kampf ist. Das Zeug ist selbstklebend, aber klebt halt eben außer an Hundehaaren und Teppich nicht so gut. Wow, geile scharfe Klinge. Der Rest tritt sich fest. Bin ich zuversichtlich. Die Ränder klebe ich jetzt noch einmal hier mit Malerkrepp ab, damit ich auch wirklich bis zur Wand alles abgedeckt habe. Also fürs nächste Mal, ich werde auf jeden Fall, wenn ich wieder sowas verfließen werde, werde ich auf jeden Fall erst die Fugen füllen und danach werde ich es abkleben, weil nochmal so krank den Boden putzen, habe ich wirklich keinen Bock drauf. Das ist einfach unnütze Arbeit, also spart euch das. Macht den Boden fertig. Heute will ich verfugen. Ich habe jetzt die eine große Wand, die schon komplett sauber gemacht und habe die Fugen bereinigt mit dem Teppichmesser. Das sieht jetzt inzwischen so aus. Damit fahre ich jetzt hier fort. Zum Verfugen müssen wir natürlich auch hier schon die Schienen frei machen, weil wir können ja jetzt nicht gegen das Plastik verfugen. Dann kriegen wir diese Anti-Kratzfolie hier nicht mehr runter. Deswegen muss es natürlich vorher passieren. Alle Fugen müssen wir sauber machen. Dazu gehört auch eben diese Schräge. Das heißt, ich ziehe durch jede Fuge immer so durch. Und dann gehe ich nochmal so leicht schräg durch, damit auch alles, was hier an dieser kalibrierten Kante hängt, damit ich das auch rauskriege. Das heißt, es ist wirklich wichtig, dass ihr da ordentlich arbeitet, weil sonst könnt ihr gar keine schöne Fuge hinbekommen am Ende. Und da ist egal, ob Boden oder Wandfliese, ihr müsst da ordentlich arbeiten. Für die Wände habe ich eine silbergraue Fuge rausgesucht. Und da habe ich auch natürlich was von 1 mm bis 7 mm, weil wir haben ja hier eine 1 mm Fuge. Was ich heute erfahren habe, was übrigens sehr, sehr schwierig zu legen ist. Das heißt, ich habe es mir für mein erstes Mal Fliesenlegen wirklich so schwer gemacht, wie man es maximal machen kann. Weil eine 1 mm Fuge ist einfach schwierig zu legen. Hat mir eben mein Baustoffhändler, der eben hier war, erklärt. Also würde ich euch empfehlen, wenn ihr es das erste Mal selbst macht, legt lieber was mit ein bisschen mehr Fuge, also 2 mm oder so. Ich meine, sieht sehr schick aus mit 1 mm, man muss halt auch wirklich sehr genau arbeiten. Und auch jetzt beim Verfugen muss ich wieder sehr genau arbeiten. Also, es hat alles seine Vor- und Nachteile immer, aber na gut. Ich rühre mir das jetzt hier erstmal an und dann geht's los. Ich habe mir das jetzt wieder relativ dünn angerührt hier, weil ich das ja in diese 1 mm Fuge reinquetschen muss. Vielleicht mache ich sogar noch ein bisschen dünner. Ich habe mir jetzt gedacht, ich fange einfach mal auf dieser Wand an, weil das hier keine so mega große Wand ist. Und je nachdem wie es läuft, kann ich mir das dann nochmal für die große Wand anders anrühren oder so. Ich werde jetzt hier diese Fugen um die Edelstahlleiste, die werde ich auch mit zuspachteln damit. Alternativ könnte man natürlich auch mit Silikon machen, aber ich denke, es ist besser, wenn die wirklich auch hart ist, diese Fuge. Deswegen werde ich die auch mit der Spachtel mit verfugen. Los geht's. Also ihr seht, das ist jetzt immer noch nicht super fest. Aber ich glaube, Silbergrau ist auf jeden Fall eine gute Farbwahl für hier. Und auch hier wieder diagonal abziehen, weil ihr es sonst wieder aus der Fuge rauszieht. Aber ich muss sagen, Verfugen ist was, das macht Spaß, weil ich hier echt schon mal einen guten Fortschritt seht. Und ich glaube, dass es das Ganze hier auch echt einen schönen Flair verpasst. Und hier auf der Hochglanzfliese lässt sich das auch gleich viel geiler abziehen, als auf der Feinsteinzeugfliese auf dem Boden. Ist mir sofort aufgefallen hier. Das sieht auch direkt nach was aus hier. Gefällt mir. Ja, Mann. Der Rest gibt es als Zeitraffer jetzt. Okay, das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus jetzt hier. Ich habe da jetzt wieder einiges überstehen lassen, aber das ist ja halt so tragisch, weil wir gehen jetzt sofort dann noch gleich wieder mit dem Schwamm rüber, wenn es angetrocknet ist. Ich finde auf jeden Fall, dass es ein gutes Bild abgibt.
Mein rechts seht ihr jetzt, wo es nicht verfugt ist. Oder hier seht ihr sogar den direkten Vergleich. Das Dunkle ist halt unverfugt und das Silbergrau ist verfugt. Ich mache jetzt direkt noch hier innen das und dann mache ich mich an die große Wand. Also meine Fugenmasse habe ich jetzt aufgebraucht. Ich habe die und die Wand fertig bekommen. Die eine hier da noch nicht. Aber ich wollte jetzt erstmal das andere sauber machen. Ich habe mir jetzt wieder mein Schwammbrett genommen und auch wieder Wasser. Und jetzt kann ich anfangen hier das alles einmal genau wie am Boden. Das ist jetzt schon ein relativ festes Zeug. Das ist aber gar nicht schlecht. Okay, ich habe vielleicht ein bisschen viel Wasser genommen. Ich bringe das mal aus. Also ich habe jetzt hier vielleicht an der Wand sogar schon zu lange gewartet. Das ist schon ziemlich fest, ist aber insofern nicht schlecht, dass ich recht fest drücken kann hier, ohne Angst zu haben, meine Fugen wieder auszureißen. Und ich muss sagen, das sieht hier jetzt doch besser aus, als ich erwartet habe beim Fliesenlegen. Also da habe ich Glück gehabt. Vor allem das hier, das sieht clean aus. Das ist wirklich in Ordnung. Und hier wird jetzt auch wirklich sichtbar, wie gut ihr sauber gemacht habt, weil da ist auf jeden Fall dann immer noch einiges Handwerk übrig. Aber es ist halt wichtig, dass ihr die Fugen wirklich von allen dunklen Sachen befreit, gerade wenn ihr hier dann eine helle Fugenfarbe reinmacht. Aber das habe ich scheinbar ganz gut gemacht. Also ich bin mit dem Ergebnis hier soweit zufrieden. Das Zeug trocknet auf jeden Fall wesentlich schneller an, als das, was ich am Boden benutzt habe. Das war noch ein ganzes Stück flüssiger, habt ihr auch gesehen. Zu viel Wasser. Andererseits braucht man noch einiges an Wasser, um das, was hier schon hart geworden ist, oberflächlich zu lösen. Sonst geht es nicht. Aber so sieht gar nicht so schlecht aus hier. Also Wände verfugen ist auch kein Akt. Kann man lernen und braucht man nicht lange für. Und man hat wirklich schnell ein schönes Ergebnis. Also ja, wichtig sind nur hier die kreisenden Bewegungen, weil ihr das nicht macht. Das ist schnell ein Problem. Und umso ordentlicher ihr beim Fliesenlegen gearbeitet habt, desto schöner werden eure Fugen. Und man holt schon wieder einiges von der Fugenmasse runter. Aber es ist cool. Gerade hier im Waschbeckenbereich solltet ihr natürlich auf jeden Fall keine Löcher haben. Ihr solltet natürlich generell keine Löcher haben, aber erst recht nicht im Waschbeckenbereich. Das ist wohl selbsterklärend. Schon wieder ein neuer Tag. Ich habe ja gestern nur diese Seiten hier verfugen können, deswegen mache ich jetzt noch diese Seite und ich habe eben im Gäste-WC auch alles freigekratzt. Ich rühre mir jetzt hier nochmal neue Spachtelmasse an. Lol, es schneit. Was soll das denn jetzt? Das passt mir ja gar nicht. Meine ganze Fliesen-Workbench schneit zu. Hier, das muss ich gleich mal noch einpacken. Sonst ist wieder alles eingeschneit, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Der letzte Schritt, was jetzt hier die Fliesen angeht, ist natürlich hier Silikon. Da solltet ihr euch immer, wirklich immer eine gute Presse holen. Wenn ihr eine Kackpresse habt, dann ist es einfach Horror, diese Arbeit. Wenn ihr aber eine gute Presse habt, dann könnt ihr so leicht drücken und es kommt da raus. Also es ist dann wirklich super angenehm. Ich habe hier eine von der Marke Beko. Mit der bin ich super happy. Ich habe auch so eine elektrische, aber die elektrische, also entweder kauft man da eine richtig gute und hat da wirklich was Gutes, aber so hier diese Sachen von Amazon für 60, 70 Euro, das könnt ihr einfach vergessen. Zum Abziehen entweder den Finger oder ich habe mir da mal wieder was 3D gedruckt. Hier, so ein Abzieher. Da gibt es verschiedene Größen. Entweder wenn ihr irgendwas wirklich ganz stramm abziehen wollt, habt ihr einen rechten Winkel. Das ist natürlich vollkommen übertrieben. Ich weiß nicht, wer irgendwas mit dieser Seite abziehen will. Das macht gar keinen Sinn. Ich nutze natürlich hier diese Seite. Ich habe mir auch bei AliExpress so Silikondinger bestellt. Die sind aber leider noch nicht da. Aber ich habe jetzt seit über einem Jahr eben mir immer diese Dinger hier 3D gedruckt. Das dauert eine halbe Stunde und dann ist gut. Die Datei davon, wenn ich sie finde, kann ich euch die auch in die Videobeschreibung packen. Aber genau, erstmal werde ich jetzt hier meine Ecken sauber machen. Da wo Silikon rein soll, dann ziehe ich mir einmal Silikon auf und dann ziehe ich es hier wirklich mit dem kleinen Ding wieder ab. Dazu nehme ich mir natürlich auch noch hier wieder Aloe Vera Spüli. Ne, ist egal was für ein Spüli, Hauptsache Spüli. Und das macht ihr euch dann mit ein bisschen Wasser dahin, damit ihr das dann einfach drauf benetzen könnt und dann klebt es nicht an dem Zeug dran. Manche machen ja immer aus diesen Silikonkartuschen hier eine echte Wissenschaft, wie man das zuschneiden kann. Und mit Sicherheit gibt es da Sachen, wie es besser ist oder wie es schlechter ist. Aber ich habe da noch nie irgendeinen Mehrwert drin gesehen. Ich schneide mir die einfach immer minimal größer, als sie sind und auch eigentlich möglichst gerade und mit einer schönen, scharfen Kante. Also einfach so ein Loch, vielleicht 5 mm groß und damit ziehe ich mir das da rein. Apropos ziehen, ich schiebe das, so wie man, wenn man schweißt, mag, da schiebe ich ja auch. Ich habe das Ganze jetzt auch einmal ausgewischt und ich fange erstmal an jetzt hier oben an der hässlichsten Stelle, weil hier oben habe ich einen riesen Spalt. Den werde ich jetzt erstmal einigermaßen auffüllen, dass ich erstmal hier überhaupt eine Auflagefläche habe. Ich muss hier ganz ehrlich gestehen, wir haben hier nicht ordentlich genug gearbeitet hier oben. Der Abstand, der ist auf jeden Fall zu groß. Und jetzt habt ihr hier eine scharfe Kante und eine abgerundete Kante. Ich mache jetzt die abgerundete Kante nach vorne und ziehe mir das damit erstmal richtig da in die Ecke rein.
Ihr seht, ich habe da teilweise viel zu wenig. Hier überall zum Beispiel. Aber es gibt direkt eine richtig schöne Kante, also das ist schon ganz geil. Im Optimalfall macht ihr direkt genug rein, weil jetzt haftet das natürlich wieder nicht so super toll, weil ich ja jetzt hier dran schon wieder mein Spüliwasser habe. Also hier drin habe ich jetzt eben erstmal die Löcher voll gemacht, weil das hat jetzt erstmal da viel zu große Löcher. Aber da werde ich dann nochmal danach ziehen. Hier die beiden Ecken habe ich jetzt schon gemacht. Diese ganze Ecke und diese Ecke hier. Und jetzt werde ich mal noch diese Ecke machen. Das zeige ich euch jetzt gerade mal, wie ich das mache. Und zwar habe ich das dann doch noch ein bisschen größer geschnitten. Guck mal, ihr seht, wie viel da drauf geht. Also ihr braucht echt immer viel Silikon. Da auch nochmal sicher gehen, dass ihr alles wirklich richtig sauber gemacht habt. Wenn hier irgendwo so kleine Reste noch hängen, dann solltet ihr die auf jeden Fall noch wegmachen. Weil alles, was halt danach noch da ist, bleibt halt noch da. Andererseits, alles, was in der Fuge ist, könnt ihr komplett vernachlässigen, weil das seht ihr sowieso nie wieder. So, und dann fange ich persönlich immer von unten an. Lege meine Hand so gegen die Wand, also ich bin echt nicht gut in Silikon, muss ich dazu sagen. Aber ich lege meine Hand an der Wand an, entweder links oder rechts, je nachdem, was für euch einfacher ist. Und dann versucht ihr gleichmäßig so viel aufzuziehen, wie ihr glaubt, dass ihr mit dem Abzieher dann auch abzieht. Also, naja, falsch gesagt. So, dass ihr zu viel habt, dass ihr auf jeden Fall noch was abziehen könnt. Wenn ihr nichts mehr habt, was ihr abziehen könnt, dann kriegt ihr natürlich auch keine schöne Fuge am Ende. Also das hier zum Beispiel. Da unten ist jetzt relativ gut, hier vielleicht schon ein bisschen zu wenig. Das heißt, ich gehe jetzt hier nochmal drauf und fange dann an, da weiter hoch zu gehen. Also lieber zu viel als zu wenig. Und gerade wenn ihr mal so ein paar Kartuschen schon gemacht habt von Silikon, dann wisst ihr, warum eine gute Spritze wichtig ist. Weil sonst kämpft ihr euch einfach einen ab. Also ihr seht, ich bin da drin ziemlich langsam, aber es gibt auch Leute, die machen so schwupp, fertig. Aber gleichmäßig drücken ist halt einfach das A und O. Reicht gerade so hier die Kartusche. Jetzt habe ich schon mal die ganze Ecke voll. Jetzt nehme ich hier mein Abziehwerkzeug, was by the way schon sehr, sehr klebt. Wenn ihr eine Ecke habt, die kein rechter Winkel ist, dann müsst ihr das halt so ein bisschen schräg stellen, damit ihr das da reinkriegt. Weil damit könnt ihr ja quasi jeden beliebigen Winkel könnt ihr damit kriegen. Am schönsten ist es natürlich einmal komplett durchzuziehen. Das ist natürlich jetzt hier sehr unwahrscheinlich. Ja, ihr seht jetzt, ich habe jetzt 2 Fliesen hoch abgezogen und habe jetzt schon diesen Berg hier drauf. Man schmeißt relativ viel weg. Das ist halt so, wenn man es besser einschätzen kann, was ich jetzt offensichtlich nicht kann, dann bleibt auch nicht so viel übrig. Aber gut, man wird ja nicht als perfekter Silikonist geboren. So, und wenn ihr so leicht schräg abzieht, wie ich es jetzt gerade verkackt habe, dann seht ihr, dass da an der Seite dann zu viel ist. Das könnt ihr dann so beheben, indem ihr es dann einfach nochmal anders schräg haltet und da hochzieht. Also dann nehme ich dann einfach das Teil, halte es nochmal in mein Spüliwasser und lege es bündig mit der anderen Wand an und dann ist es weg. Also ich zeige euch das jetzt hier nochmal von Namen. Also wir haben hier diesen 45 Grad Winkel und der geht hier in die Ecke rein und zieht das dann damit ab. Wenn ihr das aus Silikon macht, also es gibt diese Teile eben aus Silikon, die habe ich auch bestellt, habe ich ja vorhin schon erzählt, dann könnt ihr das natürlich schöner in die Ecke reindrücken oder man druckt das hier zum Beispiel aus TPU, dann geht das auch besser. Ich habe es jetzt aus PLA gedruckt, deswegen ist halt nicht perfekt, aber ihr kriegt eine schöne 45 Grad Fuge. Und wenn man jetzt von hier guckt, sieht das schon direkt viel besser aus. Mit der Fuge versiegelt, mit der da und mit der da. Die Duschfugen, die könnte ich jetzt theoretisch die Ecke auch schon machen, werde ich aber nicht machen. Das mache ich erst, wenn hier die Duschabtrennung draufsteht, weil die möchte man alle nass in nass silikonieren, damit es auch wirklich abdichtet. Weil wenn ich jetzt hier als Silikon runterziehe und da unten die beiden noch nicht mache, dann klebe ich ja quasi das Silikon von den horizontalen Fugen da drauf und das haftet niemals so gut, wie man es gerne hätte. Deswegen mache ich das dann in einem Stück. Hier könnt ihr es auch nochmal sehen, hier hinten kommt noch so eine Abdeckleiste drauf. Hier habe ich natürlich ein bisschen verkackt, die Ecke. Aber hier seht ihr auch schöne 45 Grad Leiste. Das gleiche hier auch. Ja, und hier seht ihr, da war mal der Abstand zu groß. Da ist es einfach nur da reingedrückt worden. Die anderen Seiten sehen gar nicht schlecht aus, aber das da unten, das hier werde ich nochmal neu machen müssen. Es gibt natürlich noch mehr zu verfließen als Bäder. Deswegen haben wir natürlich hier den Boden auch gefliest. Und wir sind hier jetzt auch schon relativ fertig. Das heißt relativ, wir sind fertig. Ist gut geworden, ich bin damit auch ziemlich happy. Hier zu verfugen, dachte ich mir, das mache ich nicht nochmal mit diesem kleinen Ding, was ich das letzte Mal benutzt habe. Das letzte Mal habe ich ja, wie ihr es gerade gesehen habt, dieses Ding hier benutzt. Das ist jetzt auch schon wieder 2 Wochen her. Aber jetzt habe ich mir noch ein Fugenbrett mitgebracht. Das hat hier so ein Moosgummi drauf und das kann man richtig schön halten, also viel angenehmer als dieses Ding. Ich hatte ja wirklich so einen krassen Krampf in der Hand davon, wenn man das die ganze Zeit so hält und das kann man schön halten und kann auch hier mit viel mehr Druck so in die Fuge ausüben. Das heißt, kann ich empfehlen, ich habe mir außerdem zum Abwaschen dann hier noch so einen Eimer mit so einer Rolle geholt.
Das war ja ein bisschen ein Krampf das letzte Mal, deswegen jetzt mit dieser Rolle hier wesentlich angenehmer. Man kann dann einfach reintun und sie abstreifen. Das zeige ich euch dann aber auch nochmal. Erstmal rühre ich mir das jetzt wieder hier an und dann fangen wir an, das hier zu fugen. Die Fugen hatte ich jetzt eben alle wieder ausgekratzt, weil wenn ihr da direkt drin habt, dann geht das wirklich überhaupt nicht. Ich nehme mir das jetzt hier wieder, genau wie beim letzten Mal, ich habe mir das jetzt hier dünnflüssiger angerührt, weil ich ja hier heute wirklich überall diese 1 mm Fuge habe. Und wenn es zu dickflüssig ist, würde ich es nicht da reinkriegen. Das heißt, ich mache jetzt hier so einen Patzer hin. Ich hätte natürlich da machen sollen, theoretisch. Aber hier, ich kann das Ding jetzt richtig schön halten, kann hier viel mehr Kraft aufwenden und die Fuge viel schöner auffüllen als vorher. Auch hier ist natürlich wieder wichtig, diagonal aufzuziehen, damit man es auch wirklich auffüllt. Ansonsten passiert das halt eben nicht. Mit der Fugenfarbe bin ich noch sehr happy, muss ich wirklich sagen, das gefällt mir richtig gut. Hätte ich nicht damit gerechnet, dass mir die so gut gefallen wird. Auch wenn wir hier später nicht wohnen, will man ja trotzdem, dass es schön ist. Außerdem will ich euch natürlich auch was Schönes präsentieren. Ich mache jetzt den Raum hier und zeige euch, dass ihr Zeitraft habt. Also ihr könnt sehen, das funktioniert auf jeden Fall richtig gut und mein Fazit zu diesem Fugenbrett ist auf jeden Fall sehr positiv. Also ich mache mir das entweder hier halt so drauf oder ich mache mir halt so einen Batzer auf dem Boden als erstes, je nachdem, was halt gerade in dem Moment besser passt. Und dann kann man das hiermit wirklich richtig schön da reinziehen. Und es ist ein sehr angenehmes Arbeiten und auch gerade mit dieser 1 mm Fuge hier, man kann das einfach richtig schön da so reindrücken. Das ging mit dem anderen nicht. Und ich habe mir das jetzt auch dieses Mal noch ein ganz Stück dünnflüssiger angerührt. Und da muss ich auch sagen, dass das wesentlich besser funktioniert. Gerade bei dieser 1 mm Fuge das da reinzupressen. Also ich glaube, 1 mm Fuge würde ich auch nicht nochmal machen. Ich würde jetzt immer 2 bis 3 mm Fuge machen, um auf Nummer sicher zu gehen. So, jetzt ist erstmal wieder Warten angesagt. Ich habe mir hier schon mal mein Schwammbrett geholt. Ich habe hier schon mal Wasser reingemacht. Und das Ganze, ihr macht euer Schwammbrett einfach nass. Und dann könnt ihr das einfach hier so lang ziehen. Und dann habt ihr es schon aufgefroren. Und dieses Wasser, das wollt ihr wirklich pro Raum mehrfach wechseln. Weil sonst verschmiert ihr das einfach nur. Ihr wollt ja wirklich die überflüssige Masse, die jetzt um die Fuge drumherum hängt, die wollt ihr aufnehmen und da rein tun. Das heißt, ihr solltet dieses Wasser wirklich mehrfach wechseln, damit ihr am Ende nicht einfach nur eure ganze Fugenmasse verschmiert habt, weil die wieder runterzuholen macht ihr da auch voll die Arbeit. Aber ich muss noch ein bisschen warten, bis es hier weiter angetrocknet ist, dann kann ich damit erst anfangen. Während jetzt da drüben im Schlafzimmer die Fugenmasse ein bisschen antrocknet, kann ich ja noch mal ein bisschen Silikon hier machen. Ich habe hier gestern schon in der Ecke die Silikonfuge gemacht, da unten die, hier links die. Da die in der Ecke habe ich noch schnell gemacht. Und jetzt möchte ich eben schnell diese hier machen. Das mache ich jetzt auch eben. Ich zeige es euch aber nicht, weil ich muss nämlich so durch die Dusche gehen. Oder ist nicht mehr so viel Platz für euch. Diese Silikontools hier von AliExpress, die haben sich wirklich schon sehr bewährt. Die benutze ich wirklich jeden Tag eigentlich im Moment. Das ist echt krass. Ich habe die Dusche übrigens alles in einem Rutsch gemacht, die ganzen Fliesenecken, damit das alles nass in nass verfugt ist, damit es auf jeden Fall dicht ist. Die ich jetzt hier gerade in der Ecke mache, die ist jetzt gar nicht so krass relevant. Die habe ich gestern Abend nicht mehr geschafft, zeitlich. Deswegen mache ich die jetzt schnell. Zurück im Schlafzimmer können wir jetzt hier sehen, dass wir jetzt hier wirklich nur noch da, wo die Fuge ist, schwarze Linien haben, beziehungsweise dunklere Linien. Und der Rest ist jetzt relativ hell. Das heißt, es ist schön angetrocknet. Und ich fange jetzt an, wieder von da hinten, von der Ecke, mich hier vorzuarbeiten. Macht ja Sinn, oder? Also ihr seht, man hat jetzt hier vielleicht 3 Quadratmeter gemacht. Und dann sieht das Wasser schon so braun aus. Das heißt, ich gebe es jetzt weg, hole mir direkt Neues und dann geht es weiter. Das Ganze macht man hier halt, keine Ahnung, 5-mal. Aber man macht sich einfach weniger Arbeit für später, weil man muss ja sowieso noch ein paar Mal wischen hier, um diesen Zementschleier runterzubekommen. Aber umso öfter ihr euch hier halt sauberes Wasser holt, desto weniger Arbeit ist dann im Nachhinein. Schon wieder neuer Tag. Das ist alles richtig schön getrocknet hier. Das sieht richtig gut aus. Ich habe schon geguckt, hier sind keine Löcher drin, also es hat wirklich gut funktioniert, also ordentlich gearbeitet. Ich habe mir diesmal Mühe gegeben, das wirklich beim Abziehen, also beim Saubermachen, niemals in Längsrichtung mit der Fuge abzuziehen. Wenn man das wirklich mal in Gedanken macht, okay, passiert, aber normalerweise sollt ihr wirklich immer versuchen, quer zur Fuge abzuziehen, damit ihr einfach nicht so viel Material da rausholt, weil es ist einfach ärgerlich. Weil alles, was ihr an Kohle habt, also wenn es zu tief ist, dann habt ihr da immer das Wischwasser drin stehen, da bleibt mehr Dreck drin hängen, eure Fuge wird mit mehr Dreck halt schneller dunkel. Also versucht das zu unterlassen. Ich bin jetzt schon wieder dabei, hier gerade den Boden abzukleben, wieder mit meinem Klebeband, sehr breiten Klebeband.
damit ich dann hier quasi den Endschliff machen kann und meine Frau auch noch mal ein bisschen hier die restlichen Tapetenstücke runterholen kann. Das ist nämlich noch nicht so ganz perfekt, also das hier, das muss halt auch alles runter, dass man da entweder nochmal Feinputz drauf machen kann oder Tapete, habe ich mich nämlich fertig für entschieden. Ich hoffe, ihr konntet jetzt hier was mitnehmen wegen Verfugen und Silikon. Ihr wisst ja, es war bei mir auch das erste Mal. Ich bin trotzdem mit dem Ergebnis mehr als zufrieden. Mein Tipp, so generell, rührt es lieber ein bisschen dünnflüssiger an als ein bisschen zu dickflüssig, weil wenn es zu dickflüssig ist, dann kriegt ihr keine schöne Fuge. Danke fürs Zuschauen wieder und ich wünsche euch einen richtig schönen Tag oder eine gute Nacht, je nachdem wann ihr es guckt. Und ich würde mich sehr über ein Like und ein Abo und einen Kommentar freuen. Aber am meisten die Kommentare, da freue ich mich immer am meisten drüber. Also bis zum nächsten Mal, nächste Woche. Ciao.